Der FDP-Minister ein Totalausfall, ein bisschen Kosmetik hier, ideologischer Murks da, ein bisschen Digitalisierung. Ansonsten hat er sich zum nützlichen Bündel der rot-grünen G und jeden rot-grünen Quatsch mitgemacht. Cannabisgesetz, Selbstbestimmungsgesetz, Namensgesetz, alles Sachen, die Deutschland nicht voranbringen, die die Menschen draußen nicht interessieren, alles Sachen, die entbehrlich wären. Hallo zusammen. Heute haben wir etwas richtig Spannendes für euch. Herr Brandner von der AfD hat in seiner Bundestagsrede den Justizminister Buschmann so richtig auseinandergenommen. Er spricht Klartext und macht unmissverständlich klar, wie er den Minister in Bezug auf Verfassungsbrüche und Versagen bei der Wahrung der Grundrechte sieht. Buschmann wird als jemand dargestellt, der sich nur wegduckt und lieber kosmetische Änderungen statt echter Lösungen bringt. Das müsst ihr euch unbedingt bis zum Schluss ansehen. Brandner wirft dem Minister vor, sich nicht um die drängenden Probleme wie Migrantengewalt oder das Versagen bei der Entpolitisierung der Justiz zu kümmern. Er nennt ihn sogar einen Totalausfall und kritisiert die Ampelkoalition scharf für ihre Politik, die seiner Meinung nach nur ideologischen Murks produziert. Bleibt dran, denn wir schauen uns jetzt genau an, wie Brandner den Minister auf dem Kieker hat und warum seine Kritik so deutlich und unumwunden ist. Verpasst das nicht. Auf geht's! Meine Damen und Herren, wir reden heute über den Etat des Bundesjustizministeriums, der wenig spektakulär daherkommt, ebenso wenig spektakulär wie das Wirken des Justizministers an sich der sehenden Auges Verfassungs- und Rechtsbrüche am laufenden Band einfach geschehen lässt und dem auch mörderische Migrantengewalt und mörderischer Migrantenterror egal zu sein scheint. Zwar fällt ihm plötzlich nach den für die Ampel und insbesondere für die FDP desaströsen Wahlen in Thüringen und in Sachsen und kurz vor den Wahlen in Brandenburg, die, ich kann es Ihnen versprechen, nicht weniger desaströs für Sie vonstatten gehen werden, ein, dass man jetzt ein bisschen so tun muss, als täte man etwas. Die CDU als Wurzel allen Übels, als Merkel-Partei macht da auch noch mit, aber das ist nichts weiter als Augenwischerei. Was machen sie? Sie plappern jetzt alles das nach, was die AfD seit 10 Jahren unter dem Sturmfeuer von ihnen hochgradig kritisiert und bekämpft einfach so tut. Herr Ulrich, Paragraph 18 Asylgesetz hat sich nicht geändert. Frau Merkel hätte auch die Grenzen schließen können. Warum sagen Sie plötzlich, dass alles problemlos möglich ist, was Sie jahrelang verhindert haben? Das erschließt sich uns nicht. Keine sinnvollen Reformen bisher, Herr Buschmann. Dringend notwendige Entpolitisierung der Justiz. Der grüne Hetzer vor mir am Pult hat es gerade angesprochen. Dringend notwendig ist es. Man kann ja nur ernsthaft was gegen die Entpolitisierung der Justiz haben, wenn man von der Politisierung der Justiz profitiert, Herr Steffen. Und genau das haben Sie hier offenbart, was für ein Verfassungsfeind Sie sind und Ihre ökofaschistische grüne Truppe genauso, meine Damen und Herren. Der FDP-Minister ein Totalausfall, ein bisschen Kosmetik hier, ideologischer Murks da, ein bisschen Digitalisierung. Ansonsten hat er sich zum nützlichen Bündel der rot-grünen G und jeden rot-grünen Quatsch mitgemacht. Cannabisgesetz, Selbstbestimmungsgesetz, Namensgesetz, alles Sachen, die Deutschland nicht voranbringen, die die Menschen draußen nicht interessieren, alles Sachen, die entbehrlich wären. Keine Stunde vergeht inzwischen ohne Messerstraftaten, kein Tag ohne Gruppenvergewaltigung. Die innere Sicherheit liegt am Boden. Und was fällt Ihnen ein? Sie irrlichtern rum im Krampf gegen rechts. Wochenlange Streitereien zum Asyl, Waffenstrafrecht, gestern grottenschlechte, windelweiche, hilflose Gesetzentwürfe, die, ich kann es Ihnen versprechen, in Deutschland nichts ändern werden. So wie ich und meine AfD-Fraktion hoffen in Deutschland viele Menschen, dass dieses Ampelgehampel, dieses gemeingefährliche Ampelgehampel endlich endet, dass eine vernünftige Politik für die Bürger in Deutschland wieder gemacht wird. Verfassungsbrüche, allenthalben, angefangen bei millionenfachen illegalen Migration, fast 10 Jahre lang Grundrechtsraub, während Corona, faktischer Impfzwang mit unausgegorenen Impfstoffen, Verbote von kritischen Zeitungen, die der Bundesregierung nicht gefallen, unter Berufung auf das Vereinsrecht,
Das muss man sich mal vorstellen. Verfassungswidrige Haushalte, verfassungswidrig rechtsstaatsfeindliches Bespitzeln der Opposition. Das zeichnet sie aus. Ganz vorne die Pleiten, Pech- und Pannenministerin Nancy Faeser, deren verfassungswidriges Treiben Herrn Buschmann auch nicht irgendwie aus der Reserve lockt. Er macht da nichts. Er ist ein Totalausfall. Eigentlich müsste der Justizminister die Aufsicht über die Verfassung führen. Er müsste ein selbstbewusster, ein starkes, selbstbewusstes Bollwerk im Justizministerium zugunsten der Rechte der Bürger und der Verfassung sein. Und er ist genau das Gegenteil. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und dazu, um es auf einen besseren Weg zu bringen, tragen weder dieser Justizminister noch die Ampelkoalition oder der Haushalt 2025 bei. Vielen Dank. Außer Verachtung war ja nichts. Herr Brandner, Sie haben Herrn Steffen einen Hetzer genannt und Sie sind Mitglied des Ältestenrates und Sie wissen, dass wir uns vereinbart hatten, dass wir uns hier in diesem Hause nicht persönlich mit Titeln belegen und beschimpfen. Und deshalb erhalten Sie dafür einen Ordnungsruf. Und Sie haben auch die sitzungsleitende Präsidentin nicht begrüßt. Sie wissen, das gehört sich so. Ich vermute, Sie waren abgelenkt, weil sonst machen Sie es. Insofern, aber für den Hetzer bekommen Sie einen Ordnungsruf. Jetzt hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Shanan Bayram. Vielen Dank, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Was für eine Ansage von Herrn Brandner. Oder die Art und Weise, wie er Minister Buschmann auf die Finger klopft, ist einfach bemerkenswert. Er hat den Finger genau in die Wunde gelegt und verdeutlicht, wie dieser Justizminister in seiner Rolle versagt hat. Statt sich den echten Problemen zu widmen, scheint Buschmann nur durch seine Nähe zu Frau Faeser aufzufallen. Ein Minister, der lieber am Rockzipfel einer anderen Politikerin hängt, als selbst Verantwortung zu übernehmen. Das ist schon ein starkes Stück. Aber jetzt seid ihr gefragt. Was haltet ihr von Brandners Angriff auf Buschmann? Findet ihr, dass der Minister wirklich so versagt hat, wie dargestellt? Oder gibt es vielleicht auch andere Perspektiven? Lasst uns eure Meinung wissen. Kommentiert unten. Wir sind gespannt auf eure Gedanken und Diskussionen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben. Euer Like hilft uns nicht nur, mehr solcher Inhalte zu produzieren, sondern zeigt auch, dass ihr die Arbeit hier schätzt. Und für alle, die keine unserer spannenden Videos verpassen möchten, abonniert unseren Kanal. So seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn neue Inhalte erscheinen. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Falls ihr uns direkt unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über PayPal tun. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Jeder Beitrag hilft uns, weiter aktiv zu bleiben und noch bessere Inhalte für euch zu erstellen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.